Mensch, was tropft denn hier so? Ja, und solltet ihr euch auch schon mal gefragt haben, woher die Wassertröpfchen am Bedienhebel kommen, liegt das in der Regel an einer undichten Kartusche. Die Kartusche regelt den Wasserdruck und auch warm-kalt und kann durch Schmutzpartikel im Leitungswasser defekt werden, beziehungsweise die Dichtungen können beschädigt werden. Und wie man so eine Kartusche austauscht, das erkläre ich euch jetzt. Tja, und was braucht man letztendlich dafür? Im Grunde genommen nichts weiter als eine Wasserpumpenzange, einen Imbusschlüssel und ein kleines Hilfsmittel, ein Zahnstocher, um eventuell bei manchen Armaturen die Abdeckung für die Madenschraube zu entfernen. Gut, und in unserem Fall haben wir jetzt eine Abdeckkappe für die Madenschraube, um den Bedienhebel zu entfernen. Dafür greife ich hier in diese Nut rein, mit diesem handelsüblichen Zahnstocher einfach rein und aushebeln. Um die Madenschraube jetzt zu lösen, nehme ich diesen Imbusschlüssel, der ja im Lieferumfang enthalten ist bei den Armaturen, und mache 2, 3 Umdrehungen, dann löst sich der Hebel, den kann ich einfach abziehen. In unserem Fall haben wir hier jetzt noch eine Blende, die entfernen wir. Das ist bauartbedingt. Einige Armaturen haben so etwas, andere aber auch wiederum nicht. Anschließend entfernen wir nur noch diesen Sicherungsring und dafür nehmen wir unsere Wasserpumpenzange, greifen hier einmal zu. 1, 2 Umdrehungen reichen in der Regel, um den Ring zu lösen, schrauben den runter und können dann die Kartusche rausnehmen. Jetzt wollen wir die neue Kartusche auch wieder einsetzen und dazu achten wir auf diese beiden Stifte, die greifen in der Armatur in die davor gesehenen Löcher. So, nachdem wir die neue Kartusche eingesetzt haben, machen wir die Rolle rückwärts und fangen wieder mit der Sicherungsschraube an. Die drehen wir erstmal von Hand, anschließend wieder mit der Wasserpumpenzange einmal festziehen. Dann wieder die Blende. Anschließend den Bedienhebel wieder rauf. Ziehen die Madenschraube wieder an und drücken nur noch die Abdeckkappe fest. Und um genau dieses Problem zu vermeiden, gibt es bei uns diesen Schmutzpartikelfilter, den SF100. Der filtert alle Schwebeteilchen und Verschmutzungen aus dem Wasser heraus. Für Hochdruck braucht ihr natürlich 2 dieser Schmutzpartikelfilter. Einmal für Warm-, einmal für Kaltwasserleitung. Bei Niederdruck natürlich nur einen. Und hier, wo die Mutter ist, da legen wir dann auch die Dichtung rein. Diese Seite kommt dann auf das Eckventil, wird dann festgeschraubt. An diesem Ende kommen dann die Wasseranschlüsse für Warm- und Kaltwasser. Und hier vorne haben wir die Abdeckkappe für den Filter. Den drehen wir einmal ab mit diesem 18er Maulschlüssel, damit ihr auch einmal den Filter seht. So sieht dieser Filter aus. Den nehme ich einfach runter und kann den dann unter fließendem Wasser auch ausspülen. Setze den wieder rauf, einführen, wieder festdrehen. Ein kleiner Tipp am Rande, damit ihr nicht mit dem Schlauchboot bis in die Küche fahren müsst. Bevor ihr diese Kappe vorne abdreht, um den Filter herauszunehmen, dreht bitte das Eckventil zu. Um die Garantieverlängerung für die Armatur zu bewirken, ihr habt 6 Monate nach Kauf der Armatur dafür Zeit, registriert ihr euch bitte einmal online auf www.schock.de und auf der Verpackung ist dieser Code aufgedruckt, den braucht ihr für die Registrierung.